herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Ich beginne jetzt mit 2 neuen Bildern, und zwar 2 verschiedenen Möwen. Aber bevor ich damit starten kann, muss der Webstuhl wieder vorbereitet werden. Ich hatte ja das alte Bild rausgeschnitten und jetzt muss die Kette wieder an den Verlängerungsstab angebunden werden. Dafür nehme ich immer gleich große Bündel, ziehe die etwas glatt, damit wirklich die Spannung überall gleich ist und binde die an den Verlängerungsstab an. Erstmal ganz locker und später werden sie dann alle angezogen und eine Schlaufe reingemacht. Man muss aufpassen, dass man möglichst eine gleichmäßige Spannung überall hat. Und dann wird das über die ganze Breite festgebunden. Wenn man das gemacht hat, kann man durch Drüberstreichen testen, ob überall die gleiche Spannung drauf ist. Falls nicht, muss man nacharbeiten. Und dann kann das Anweben losgehen. Am Anfang nehme ich immer erstmal so ein Restmaterial von der Spule, die übrig geblieben ist. Die ersten Schüsse werden eher angedrückt als angeschlagen. Und dann webt man so lange, bis diese Lücken, die von den Bündeln noch da sind, bis die verschwinden. Hier geht es jetzt los mit dem Ausmustern der Farben. Zuerst brauche ich den Hintergrund. Hier dieses Blau. Da werden einfach ein paar Schuss gewebt, um das dann nachher mit der Vorlage vergleichen zu können. Hier dann der Entwurf und ich bin erstaunlicherweise schon gleich beim ersten Mal sehr zufrieden. Und jetzt geht's los mit den anderen Farben. Die werden später dann hier auf die Farbkarte geklebt, damit ich weiß, welche Zahlen welche Farbe ist. Und hier sieht man die kleinen Flächen, wo ich die Farben ausgemustert habe. Wenn die Farbkarte fertig ist, kann ich anfangen, die Puschel zu machen. Immer in der Menge, wo ich ungefähr abschätzen kann, dass ich sie brauche. Und so entsteht dann nach und nach meine Farbpalette. Hier meine Garne, hier die Farbkarte und dann habe ich das für beide Bilder getrennt in verschiedene Farbpaletten. Auch wenn sie ähnlich aussehen, manche sind doch ein bisschen unterschiedlich. Hier seht ihr dann nochmal, wie meine Vorlagen sind mit den Zahlen drin. Die werden jetzt hinter die Kette geheftet. Ich beginne natürlich mit dem Spulern, damit ich davon genug habe. Und hier ist schon der Rand gewebt. Ich brauche ungefähr 5 cm, weil ich das später auf einen Keilrahmen aufspanne. Und da brauche ich diesen Rand zum Spannen. Hier sind die beiden Vorlagen schon hinter die Kette geheftet. Ich webe die beiden Bilder nebeneinander.
Ganze ist wie immer in der Beiderwandtechnik. Wer das noch nicht gesehen hat, ich erkläre das in anderen Videos, wie genau diese Technik funktioniert. Es fängt an von unten her. Hier sieht man, ich habe schon ein Stück von den Füßen hier gewebt. Und auch bei dem anderen kann man gleich sehen, da ist schon ein bisschen was von dieser gelben Linie und auch von den kleinen Füßen. Hier beginnt die gelbe Linie. So, der Anfang ist gemacht. Das wird mich jetzt die nächsten Wochen beschäftigen. Vielleicht seid ihr dann auch ja wieder dabei. Tschüss!